Audemars Piguet aus Le Brassus im Val de Joux feiert dieses Jahr das 150. Firmenjubiläum und Hype-Modelle wie die Royal Oak und die größere Royal Oak Offshore polarisieren nach wie vor. Hi, ich bin Tobias aus der Redaktion von Armbanduhren und in diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf The Beast in einer Version mit aktuellem Manufakturkaliber und Flyback-Chronograph. Als die Royal Oak Offshore 1993 vorgestellt wurde, waren die Reaktionen auf die für damalige Verhältnisse empörend große Armbanduhr mit 42 mm Durchmesser unterm Strich wohl eher negativ. Zu groß, zu teuer und zu auffällig soll sie gewesen sein. Und auch Royal Oak-Schöpfer Gerald Genta soll laut Überlieferungen wenig von der Weiterentwicklung seines eleganten Designs im 36 mm Gehäuse gehalten haben. Dabei hatte Genta mit der Royal Oak in den 70ern anfangs doch ähnlichen Gegenwind erlebt. Schließlich war auch sein Entwurf anfangs schwer verkäuflich und das auch noch aufgrund teils ähnlicher Kritikpunkte. So wird der Kritisierte zum Kritiker. Inzwischen, und das wohl ganz zur Freude von Audemars Piguet, haben sich Royal Oak und Offshore, genannt The Beast, gleichermaßen einen festen Platz auf den Wunschzetteln vieler Uhrenfreunde verdient und waren in den letzten Jahren hoch in der Rangliste der beliebtesten Armbanduhren der Luxusklasse verankert. Wir schauen uns hier eine Version von 2021 genauer an, die uns Audemars Piguet netterweise für das Video zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht wird euch im Laufe des Videos auffallen, dass der Zeiger der kleinen permanenten Sekunde etwas angelaufen ist. Mit bloßem Auge hat man das tatsächlich kaum gesehen, nur unter dem Makroobjektiv wird es deutlich. Solche Fehler kommen bei Pressemodellen, die durch viele Hände gehen, schon mal vor. Vielleicht hat da jemand die Krone nicht richtig verschraubt. In der Realität würde Audemars Piguet hier natürlich umgehend nachbessern. Größer, maskuliner und auffälliger sollte die Royal Oak Offshore sein, die bei unserem khakifarbenen Anschauungsobjekt die typischen Merkmale der Kollektion trägt. Zusätzlich zur achteckigen Royal Oak Lünette mit polierten Edelstahlschrauben, die rückseitig mit dem Gehäuseboden verschraubt wird, besteht auch das aufwendig gebürstete Gehäuse mit einer zu den Bandanstößen expandierenden Strichdicke aus Titan. Dabei handelt es sich bekanntermaßen um ein bisweilen recht glanzloses Leichtmetall, was sich allerdings nur auf der satinierten Rückseite des Gehäusemittelteils von seiner gräulichen Seite zeigt. Auf der Oberseite und dem aufgeschraubten Gehäuseboden mit Sichtfenster aus Saphirglas dagegen strahlt es aufgrund der hervorragend ausgeführten Politur geradezu. Wohl auch aufgrund der glänzenden Phasen. Treu gegenüber den 90ern ist bei der gezeigten Referenz die Ausführung der Krone und Chronographendrücker mit Überzug aus schwarzem Kautschuk sowie die zwischen Lünette und Gehäusemittelteil sichtbare schwarze Dichtung, die eine optisch gewollte technische Anmutung hat und zudem zur Wasserdichtheit bis zu einem Druck von 10 bar beiträgt. Der Gehäusedurchmesser von 43 mm kombiniert mit einer Höhe von 14,4 mm und einem Lack-to-Lack-Abstand von 53,9 mm machen auch diese Offshore zu einer präsenten Erscheinung am Handgelenk. Das khakifarbene, je nach Lichteinfall mal mehr, mal weniger satt wirkende Zifferblatt ist mit der bekannten Tapisseriestruktur der Kollektion ausgestattet, die in diesem Fall jedoch etwas hochskaliert wurde und bei AP Mega-Tapisserie genannt wird. Darauf aufgesetzt sind modern gestaltete arabische Ziffern mit Leuchtmittelauflage und das AP-Logo, jeweils wie auch die Zeiger gefertigt aus Weißgold. Auf dem Rehaut ist außerdem eine Tachymeterskala zu finden, mit der die durchschnittliche Geschwindigkeit, zum Beispiel eines Autos, über 1000 Meter gemessen werden kann. Bevor 2021 das neue Kaliber 4404 Einzug in den Offshore-Chronographen fand, war das Datum aufgrund der auf das Basiskaliber aufgesetzten Modulkonstruktion deutlich tiefer unter dem Zifferblatt versenkt. Eine Art Tunnel führte den Blick auf die zurückgesetzte Datumscheibe. Bei den aktuellen Modellen wurde das behoben, sodass die Zahlenscheibe nun direkt unter dem Zifferblatt liegt. Eine unter dem Deckglas liegende Lupe über dem Datum und das runde Fenster bleiben als Anspielung auf die historische Bauweise jedoch erhalten. Die Basis des neuen und integrierten Chronographenkalibers aus der Audemars Piguet Manufaktur in Le Brassus wurde anlässlich der Chronographen der Kollektion 11.59 entwickelt und wird, wie von einer Marke wie AP zu erwarten, komplett von Hand dekoriert.
Unter der kugelgelagerten Schwungmasse aus 22-karätigem Gold, die mit Grenache und verschiedenen Polituren bearbeitet ist, finden sich aufwendige Streifenschliffe und Perlage, genauso wie schwarz polierte bzw. anglierte Kanten an den Platinen, Kloben und weiteren Komponenten. Und auch technisch bietet das Flyback-Kaliber mit Normfrequenz von 4 Hz interessante Einblicke. Neben der Unruhe lässt sich vor allem der Chronographenmechanismus, gesteuert durch ein schwarz poliertes Schaltrad, gut beobachten. Die 3 Hämmer, zuständig für die Rückstellung der zentralen Stoppsekunde sowie Minuten und Stunden der Chronographenfunktion, zeigen besonders eindrücklich ihre gefederte Bewegung, die beispielsweise beim Rückstellen über den unteren Drücker auf der rechten Gehäuseflanke ausgelöst wird. Beim Start des Chronographen kann zudem das Einkuppeln der Chronographengruppe über eine einsehbare vertikale Kupplung beobachtet werden. Eine Besonderheit, die das ruckfreie und verschleißarme Starten der Stoppfunktion gewährleisten soll. Sie steht im Kontrast zur häufig verbauten horizontalen Kupplung, bei der die ineinandergreifenden Zähne zweier Räder beim Kupplungsvorgang teilweise durchrutschen können. Das integrierte Armband mit Titananstoß und Dornschließe wird mittels einem federsteglosen Schnellwechselsystem direkt am Gehäuse befestigt und kann auf Druck zweier versteckter Knöpfe, die sich auf der Innenseite befinden, vom Gehäuse gelöst werden. Mitgeliefert sind dementsprechend 2 Bänder. Neben dem gezeigten Kautschukband mit geprägtem Textilmuster auch ein schwarzes Kalbslederband. Die Nachfragesituation sollte sich inzwischen übrigens etwas entspannt haben. Das Modell wird in den Boutiquen von Audemars Piguet zum Preis von 38.700 € angeboten. Was haltet ihr von der Royal Oak Offshore? Ich freue mich auf eure Meinung in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Zum nächsten Video geht's hier lang.